wie Sie am Ende der Befragung oder vielleicht auch währenddessen einen individuellen Gutscheincode ausgeben können. Umfragen leben ja davon, dass wir genügend Teilnehmer haben, dass genügend Personen mitmachen und uns Feedback geben, sodass wir aus den Ergebnissen Veränderungen stattfinden lassen können. Und um die Teilnahmequote zu erhöhen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist, dass wir das Ganze incentivieren. Das heißt, wir bieten dem Teilnehmer am Ende einen Gutscheincode an, damit er in unserem Geschäft, in unserem Laden, wie auch immer, eine Belohnung dafür bekommt, dass er jetzt teilgenommen hat. Das ist ein ganz klassisches Mittel. Grundsätzlich können Sie am Ende der Umfrage einfach irgendwie einen Screen einbauen, wo dann irgendein Code steht und den sieht man und dann kann man den benutzen bei Ihnen im System. Ist aber so, dass es immer der gleiche Code ist und alle, die teilnehmen, haben immer den gleichen Code. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Handel draußen tätig sind, in einem Shoppingcenter oder ähnliches oder ein größeres Kassensystem haben, wo individuelle Codes vergeben werden müssen und genutzt werden müssen, halten wir auch dafür eine Lösung für Sie bereit. Das heißt, ich nehme wieder meine erste Umfrage als Beispiel an dieser Stelle. Wir gehen wieder in die Einstellung und sehen hier auf der rechten Seite Gutscheincodes. Das ist die Funktion, die wir Ihnen anbieten, wie Sie individuelle eigene Gutscheincodes übergeben können. Das heißt, für Ihr Kassensystem können Sie Gutscheincodes erstellen oder von dem erstellen lassen, wie auch immer, und die dann hier hochladen und dann direkt in der Umfrage ausgeben. Dazu würden Sie hier ganz einfach die Datei, die Sie dann vorbereitet haben, das ist klassischerweise Excel oder CSV, die holen Sie sich aus Ihrem System oder erstellen die, können dann Datei auswählen und wir gucken jetzt mal hier auf Gutscheincodes, da sind sie, öffnen das Ganze und fügen die hinzu. Die habe ich jetzt im Vorfeld schon mal angelegt, das sind irgendwelche kryptografischen Codes. Die Gutscheincodes sind jetzt hier vorrätig und das System würde einen Gutscheincode nach dem anderen aushändigen. Wie macht es das? Das macht es nicht mit Luft und Liebe, sondern wir brauchen hier einen Platzhalter. Dieser Platzhalter, Gutscheincode, der steht hier, den können wir jetzt mit STRG C einfach kopieren und bei uns in der Umfrage am Ende wieder eingeben. Wir haben jetzt hier den Platzhaltertext für den Abschluss und sagen wir dann vielen Dank für Ihre Teilnahme. Hier ist Ihr persönlicher Gutschein. So, da ist unser Gutscheincode. Wir machen das Ganze mal mittig, ein bisschen charmanter, machen es auch ein bisschen größer, dann kann ich es besser lesen. Und den Gutscheincode möchte ich auch noch in Fett setzen. Machen wir noch ein bisschen größer. So, das ist mein Gutscheincode. Das heißt, wenn wir diesen Platzhalter platzieren in einem Textelement, das muss jetzt nicht unbedingt hier auf der Abschlussseite sein, das ist jetzt klassisch der Fall, dann wird das System an dieser Stelle ein Code nach dem anderen aus der Liste, die wir eben hochgeladen haben, aushändigen. Wir können den Gutscheincode auch hier platzieren, also sprich ein Textelement auf dieser Seite setzen und das dahinter hinterlegen. Ob man das braucht oder wie man es braucht, das ist Ihnen überlassen, das ist immer von Fall zu Fall ein bisschen unterschiedlich, aber möglich ist es. Genau, der Gutscheincode ist jetzt da. Wir gucken nochmal in die Einstellung. Wir haben die Gutscheincodes, wir haben die auch aktiv. Einstellungen wurden aktiviert. Was jetzt passiert, es wird Code für Code ausgehändigt, bis keine Codes mehr da sind. Das heißt, Sie haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, 6 Codes hier hinterlegt und die werden jetzt nach und nach ausgegeben. Dazu öffnen wir mal die Umfrage. Wir starten die Umfrage, wir sind auf Nein. Mein Name ist Dennis, mein Telefon ist 129 und meine E-Mail ist ef@ef.com. Und weiter geht's. So, finde ich alles super hier. Umfrage abschließen und hier ist unser Gutscheincode. So einfach ist es. Das heißt, Sie können ganz flexibel Ihre eigenen Codes bei uns hochladen, die werden hier ausgegeben. Wir können nochmal gegenchecken, Einstellung, Gutscheincodes. Hier ist der erste, ausgehändigt am, das wird hier sogar dokumentiert. Und Sie könnten auch diese Liste wieder exportieren, um diese Dokumentation halt zu übernehmen für Ihr eigenes System als Abgleich. Dazu gibt es natürlich noch die Variante, wir haben das jetzt am Ende der Umfrage angezeigt und sagen, jupp, das ist super, aber
Das Aber bedeutet einfach, der Teilnehmer nimmt daran teil und wenn er jetzt die Seite schließt, dann ist der Code weg. Das ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Besser wäre es doch, wenn wir ihm das zuschicken können. Und das können wir auch. Das heißt, wir können auch eine E-Mail zusenden an der Stelle und da würden wir eine Funktion kombinieren. Das ist dann, ich kopiere mal wieder unseren Platzhalter, den brauchen wir nämlich dafür, um es auszugeben. Das ist die E-Mail-Antwort hier an der Stelle. Das hatte ich jetzt eben in einem anderen Video auch erklärt, wie man das macht. Da schauen Sie ruhig mal rein, dann sehen Sie hier die gesamte Funktion erklärt. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wir haben hier also eine E-Mail-Antwort vordefiniert, die an den Teilnehmer gesendet wird mit den personenbezogenen Daten, die wir haben und sagen, vielen Dank für Ihre Anmeldung, hiermit bestätigen wir diese, etc. etc. Und machen das jetzt hier exemplarisch. Für Ihre Teilnahme erhalten Sie einen Gutschein in Höhe von XX%. Dafür einfach diesen Code bei der nächsten Bestellung eingeben. Ganz einfach jetzt mal gesagt. Eingeben. So, Gutscheincode. Schreiben wir noch davor, was es ist. Das hilft manchmal. Setzen es auf Bold. Ein bisschen größer, präsenter. Und somit haben wir auch diesen, hier oben ist Speichern. Somit haben wir diese E-Mail-Antwort gestaltet und der Code würde jetzt auch hier ausgehändigt werden bzw. per E-Mail verschickt werden und damit habe ich halt eine super Kombi. Also ich habe einmal das Ganze am Ende der Befragung, das sehen wir hier. Hier ist Ihr persönlicher Code. Ich habe es per E-Mail geschickt, das Gutscheinsystem händigt die alle einzeln aus und ich kann total flexibel arbeiten. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen Hilfestellung geben und sagen, vielen Dank. Hier ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Diesen haben wir Ihnen soeben eben auch per E-Mail zugesendet. So, das muss jetzt nicht so groß sein, das machen wir einfach mal ein bisschen kleiner. So, 12 Punkt, Bold auch nicht. Und den Schreibfehler nehmen wir auch noch raus. Fertig. So, sehr gute Variante. Also wir haben auf beiden Seiten den Gutscheincode ausgehändigt. Ich kann ihn direkt einlösen. Ich habe ihn per E-Mail. Ja, so können Sie Anreize schaffen, höhere Anreize, um an der Befragung teilzunehmen, um mehr Feedback zu erhalten und halt aus dem gewonnenen Feedback eben Verbesserung stattfinden zu lassen. Denn darum geht es ja hier die ganze Zeit. In dem Sinne, viel Spaß dabei, Ihre Gutscheincodes hier einzupflegen und Ihre Teilnehmer für die Teilnahme zu belohnen.